Heute bin ich zu Gast beim Wolfram Weber und zwar, wo sind wir hier? Wir sind hier in der Nähe von Kobuleti und zwischen Kobuleti und Batumi. Ja, und hier in der Nähe von Batumi, Kobuleti, möchte ich vom Wolfram einfach mal wissen, weil er ist seit 25 Jahren in dem Bereich tätig, wie man in Georgien oder respektive Batumi speziell als Deutscher mit deutschem Geld investieren kann und warum das notwendig ist. Also Wolfram, ich glaube das ja immer nicht so ganz genau, weil ich bin ja eher so der Familienmensch und mein Häuschen und dies und das und vielleicht die eine oder andere Wohnung, die man vermieten kann. Ja. Aber deine Zielgruppe ist ja wahrscheinlich jemand ganz anderes. Was macht denn die Region für dich so besonders und warum sollte jemand hierher kommen in Georgien oder hier an der Schwarzmeerküste investieren? Also es geht mir genauso wie dir, Alex, dass die Situation hier halt in Adjara wirklich wunderschön ist. Wir haben hier subtropisches Klima, es ist traumhaft üppig hier von der Natur her. Die Lebensqualität ist sehr, sehr hoch. Die Lebenshaltungskosten sind günstig, die Bevölkerung ist ungeheuer liebenswert. Und es gibt hier gute Investitionsmöglichkeiten. Und um deine Frage inhaltlich zu beantworten, also die Investitionsmöglichkeiten, die sich hier ergeben, sind natürlich irgendwie anders als bei dir. Ich bin ja eher so in dem Bereich Häuser für Familien unterwegs und so. Und du hast eine andere Zielgruppe. Und tatsächlich eine, wo ich sonst immer sage, ich traue mich da gar nicht so richtig rein. Welche Bereiche deckst du denn ab und warum traust du dich rein? Das sind Menschen und das sind auch Familien, so, die halt eben einen anderen Fokus haben. Also jeder macht es halt eben so nach seinem Gusto. Also mein Schwerpunkt liegt dabei, die in Renditeobjekte, in Neubauten hier den Interessenten zu erschließen. Und das, denke ich mal, ist eben eigentlich so der Unterschied, was unsere Ansätze angeht, weil du ja eher in die Bestandsimmobilien gehst und dann individuelle Lösungen suchst. Individuelle Lösungen finden wir auch, aber dann eben in Renditeobjekten hier in Batumi. Ja, das meine ich eben auch, dass ich mich in diese Neubausachen eben gar nicht reingetraut habe bisher, weil ich halt immer gedacht habe, okay, was ist denn, wenn in 2 Jahren der Fahrstuhl immer noch nicht fertig ist und so weiter, dann habe ich lieber erstmal die Katze im Sack und nicht die Taube auf dem Dach oder wie auch immer das Sprichwort heißt, keine Ahnung. Ja. Aber du bist da so ein bisschen Vorschau unterwegs und ja, hast du da wahrscheinlich auch nicht nur in Georgien, sondern auch in anderen Ländern die eine oder andere Erfahrung gemacht, oder? Ja. Vielleicht kannst du mir mal kurz was über dich sagen. Was bist denn du überhaupt für jemand? Ja, also ich bin seit 25 Jahren Unternehmensberater, bin damit beschäftigt, weltweit Gestaltungen im Sinne der Steueroptimierung durchzuführen über die Implementierung von Kapitalgesellschaften. Und in dem Zusammenhang geht es uns auch um Asset Protection. Und so kommen wir halt eben auf die Investitionen in Immobilien. Ja. Und jetzt hattest du vorhin von renditeträchtigen Immobilien gesprochen, im Neubausektor. Ich sag mal, so ein Investor, der jetzt in die Art von Immobilien, die du vielleicht nachher nochmal kurz darlegen kannst, investieren würde, was für Renditen sind denn aus deiner Sicht hier in Georgien an der Schwarzmeerküste und speziell vielleicht auch in Batumi und Kobuleti in dem Raum überhaupt möglich? Also ja, die Renditen werden zwischen 14 und 19% seitens der Bauträger berechnet. Es mag durchaus sein, dass diese Berechnungen dann eben in der Zukunft auch eintreffen werden, wobei ich immer etwas vorsichtiger bin als hanseatischer Kaufmann und dann einfach von 2/3 dessen ausgehe, was dort seitens der Bauträger berechnet wurde, was immer noch eine verdammt gute Marge ist. Und welchen Bauträgern oder mit welchen Bauträgern hast du Erfahrung oder vielleicht auch zu welchen Bauträgern hättest du jetzt Zugang oder könntest eben auch qualifizierten Kontakt herstellen für jemanden, der sich für Immobilien hier oder für Neubauimmobilien, die auch zu Ende gebaut werden, in Batumi interessiert. Also würde dazu sagen, in Batumi wird sehr, sehr viel gebaut und ich denke mal, dass viele Sachen davon
mittel- oder langfristig oder gar nicht zu Ende gestellt werden. Genau, und ich denke mal, dass es jetzt für deine Zielgruppe, die ja eher das gehobenere Klientel ist, vielleicht nicht unbedingt zielführend, oder? Wie siehst du das? Das ist richtig, aber es ist natürlich so, es gibt eben auch hier Bauträger, die Immobilien fertigstellen, in denen die Fahrstühle nach 2 Jahren funktionieren. Ja. Also das erstmal vorausgeschickt, und ich arbeite mit dem Bauträger Ambrassadori zusammen und der Allianz Group. Das sind Bauträger, die im hochpreisigen Bereich sehr gute Immobilien erstellen. Diese sind auch weltweit unterwegs. Also Kann ich kurz Zwischenfrage stellen? klar, bitte. Ambassadori klingt jetzt irgendwie, ja, ich glaube, da gibt es sogar ein Auto oder so, ein Ambassador. Aber woher kommen die denn? Und was sind die? Glaube ich, Sind ein die anderer Hersteller. keine Ahnung. Ich habe mal sowas in Indien gehört oder so. Nee, ich will einfach mal wissen, woher kommen die? Was haben die für einen Background? Sind die, wollen die Geld verbrennen oder wie ist das bei denen? Also der Background, wir können das im Einzelnen, das führt so weit, die Strukturen eben sind weltweit aufgestellt, und ich kann das im Bedarfsfalle noch gerne einmal darstellen. Die Allianz Group beispielsweise baut für Marriott und andere große Hotelketten, und auf der anderen Seite haben wir halt die Gruppe, die Ambassadori, und Ambassadori ist weltweit unterwegs, und dahinter steht dann arabisches Kapital in ungeheurer Höhe, und das ist wirklich hervorragend. Ja. Ja, zwischendurch wird man hier mal noch begrüßt von Nachbarn. Ja, aber auf Deutsch wohlgemerkt. Genau, also du würdest jetzt das zusammenfassen, dass du, wenn du in dem Bereich investieren vorschlägst, schon auf größere Bauträger abzielst, die jetzt, wo du davon ausgehst, dass sie eben auch genug Kapital im Background haben, um das auch letztendlich durchzuziehen. Oder habe ich das richtig verstanden? Ja, es ist also nicht allein die Größe, auf die es ankommt, sondern es ist eben auch, ich muss das jetzt leider so sagen, es ist eben auch die, es ist nicht nur die Größe, auf die es ankommt, sondern er muss auch reden können. Ja. Er muss sie verstehen. Nein, also es ist nicht nur allein die Größe irgendwie des Bauträgers, sondern es ist natürlich irgendwie auch die Qualität der Ausführung. Die Qualität der Ausführung wird hier bei einem der Namen oder bei dem Bauträger Georgiens nicht ganz so ernst genommen. Ich werde diesen Bauträger jetzt nicht benennen, aber es ist so, dass diese beiden Bauträger sich wirklich erheblich dagegen abgrenzen. Wenn man dann eben sich die Qualitätsmaßgaben und auch die Ausrichtung, die verwandten Materialien anschaut und auch die gesamte Organisation, die Kräftemittel-Zeitberechnung, die dahinter steht, es ist schon ein hohes Maß an Professionalität, die sich natürlich dann eben auch in der Erstellung der Immobilie niederschlägt. Und wie würdest du so grundsätzlich die Qualität der Bauausführung jetzt im Querschnitt von von diesen ganzen verschiedenen Anbietern einschätzen in Georgien? Kann man da viele Fehler machen? Ja, kann man. Also es ist irgendwie überaus gemischt. Die Bauqualität geht von bis. Es gibt Papierwände, es gibt eben, also man kommt sich vor wie in Japan, aber nicht im positiven Sinne, sondern es ist so, dass eben ein hohes Maß an Hellhörigkeit, mangelnde Funktionalität, die Verkleidung oder auch die Beplankung von innen dann schlecht gemacht sind, irgendwie einfache Rigipswände und dergleichen. Das ist natürlich etwas, was die Qualität mindert. Aber genau darauf legen diese beiden benannten Bauträger, Ambassadori und die Allianz Group, Wert, dass das in vernünftiger Ausführung geschieht. Und das hat natürlich seinen Preis, aber es ist so, dass sich das letztlich in der Wertanlage, in der Vermietung oder auch in der Eigennutzung dann eben wieder niederschlägt. Ja. Ich gehe auch davon aus, dass die Lage dann eben entsprechend ist. Lage. Ja. Genau.
Wir hatten jetzt schon gesagt, dass warum man hierher kommen soll, wegen der Weisheit schön ist und ein paar Möglichkeiten eröffnet, die vielleicht woanders nicht mehr so gibt. Und wer hat mir gesagt, das ist für dich schon so Leute, die jetzt auf sowas Wert legen. Aber die Frage ist, stellt sich für mich auf, wir hatten ja eingangs gesagt, dass du Leuten eben auch helfen kannst, das mit deutschem Kapital zu machen. Und da Ja. bin ich ein bisschen skeptisch, weil welche deutsche Bank investiert denn in Georgien? Also ich glaube das nicht. Es investieren keine Banken in Georgien, sondern deren Kunden können Gelder aus Deutschland aufnehmen, um Immobilien hier in Georgien zu kaufen. Und entscheidend ist eben für die Finanzierung einer Immobilie hier in Georgien, dass eine Bestandsimmobilie in Deutschland besteht oder irgendeine andere Assetklasse, die belastbar ist, sodass darüber hin Gelder verfügbar gemacht werden, mit denen man dann hier in Georgien Immobilien erwerben kann. Und du kannst dabei letztendlich helfen, das umzusetzen, habe ich rausgehört. Und das hast du auch schon in Georgien und auch in anderen Ländern, wie du mir im Vorgespräch gesagt hattest, auch schon gemacht. Ja, wie schätzt du denn eigentlich so grundsätzlich überhaupt die Lage ein? Wo kann man sowas, wo kann man sowas überhaupt noch durchziehen in der Welt? Also es gibt wenige Jurisdiktionen, wo sich eine Investition wirklich noch lohnt und wo dann auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen so sind, dass man dort leben möchte, dass es ein prosperierendes Land ist. Da fallen mir beispielsweise ein Georgien an erster Stelle, dann Nordzypern, dann auch Paraguay und Vietnam. Also das sind die Länder, zu denen wir unseren Kunden raten, um dort eben entsprechend ansässig zu werden und dort zu investieren, weil eben diese Länder ihre Vorzüge haben, aber das könnte man dann alles noch einmal in einem individuellen Einzelgespräch ausführen. Also ich würde dann unten einfach nochmal deine Kontaktdaten verlinken. Was mich aber trotzdem noch interessiert ist, du hast jetzt von den 194 Ländern gibt es auf der Welt, vier genannt, was ja schon sehr wenig ist. Ja. Und davon auf Platz 1 Georgien. Aber warum jetzt gerade Georgien? Das kann ich dir sagen. Also das ist es ist wunderschön hier. Es ist eben unserer Lebensart des Europäischen eben nicht so fremd. Kulinarisch ist es hier schön, landwirtschaftlich ist es hier schön. Die Georgien ist so groß wie Bayern und hat 5000er Berge, hat eben subtropisches Klima, so wie hier. Die haben sogar eine Wüste und haben 400 Weinreben. Und es gilt als die Wiege des Weines. Es ist eine ungeheuer freundliche Gesellschaft und unheimlich freundliche Menschen. Und es ist ein liberales Umfeld. Das heißt, man kann hier tun und lassen, was man will, solange man sich an Recht und Gesetz hält. Und es gibt keine Reglementierung wie in der EU. Und das finde ich überaus attraktiv. Und für freiheitsdenkende Menschen, die die Wahrheit lieben, ist das etwas, was einzig in der Welt ist, in dieser Art. Ja. Und Recht und Gesetz, höre ich jetzt so raus, findest du hier auch nicht ganz so eng abgesteckt wie woanders, oder? Es ist liberal, das sehe ich so, ja. Also es ist so, dass eben man viele Freiheiten hat, die man eben in anderen Ländern nicht hat. Und in der EU, wo dann selbst die Krümmung der Banane vorgegeben wird, mit Sicherheit nicht. Die Krümmung der Banane, das war tatsächlich etwas, was mich fast noch an der EU gehalten hat. Aber nein, das Libertäre, das ist ja letztendlich auch das, was ich so gut finde an Georgien, dass man unabhängig von den Immobilien einfach, also was einem so einfällt, was man machen kann und was jetzt niemanden unbedingt schadet, einfach umsetzen kann. Man trifft ja eben auch Gleichgesinnte. Das ist so. Das heißt, das Klientel, das hierher zieht. Also das sind irgendwie auch deine Kunden, so wie ich das mitbekommen habe. Die Menschen, die man hier aus Deutschland oder aus der EU oder auch aus Russland trifft, all diejenigen sind freiheitsliebend, sind offen und sind mutig, etwas Neues anzugehen und sehen hier eine Möglichkeit und bauen hier etwas auf, was sich dann eben auch an den Wirtschaftszahlen jetzt ermessen lässt. Wir haben hier 8% Wirtschaftswachstum, haben wir eine Inflationsrate von 0,4%. So vergleicht das bitte einmal mit der Situation in der EU. Also es ist wirklich eine hervorragende Situation, es ist die Aufbruchsstimmung, es geht hier voran.
0,4% Inflation. Ernsthaft jetzt, also ist ja krass. Ja, also ich weiß jetzt nicht mehr exakt aus welcher Quelle, auch bitte ohne Anspruch auf letzte Wahrheit, aber so nach meiner letzten Lektüre hat es sich so dargestellt. Aber das im Einzelfall könnte natürlich eben auch im Einzelgespräch dann noch einmal auf Anfrage recherchiert werden, auf die Kommastelle genau. Ich meine letztendlich, ob es jetzt, selbst wenn es 4% Inflation wäre, wäre das ja alles noch im Rahmen in einem Land, wo man immer noch 9 oder 10% Guthabenzinsen kriegt bei der Bank, wenn man einfach Larie hinlegt. Ja. Genau, und du denkst aber, dass die Immobilieninvestitionen weitaus noch einen größeren Impact haben auf, ja, im Vergleich zu einer ganz normalen Geldanlage auf der Bank. Wie würdest du das denn was würdest du denn sinnvoller finden, das Geld beim hohen Zinssatz anzulegen oder tatsächlich in eine Immobilie zu investieren? Ich denke, es kommt auf die Gesamtschau an. Also wäre so, dass es wirklich eine individuelle Frage ist. Und es geht natürlich auch darum, womit fühlt man sich wohl. Es ist immer nicht nur allein die Rendite, sondern es geht auch darum, dass man längerfristig irgendwie auch etwas macht, von dem man überzeugt ist, dass es trägt. Und das ist oftmals eben bei den Immobilien eher der Fall eben als bei solch einer flexiblen Angelegenheit wie beispielsweise einem Zins. Ja, worauf ich auch noch hinaus wollte, war halt letztendlich, ich meine, bei einer Immobilie, ich bin ja auch im Immobilienbereich unterwegs, vermehrt in Poti und Umgebung, ist ja bei einer Finanzierung eben der Vorteil, dass man mit Fremdkapital arbeiten kann. Ja. Und der Vorteil, den ich jetzt, wo ich jetzt drüber nachdenke, bei dir sehe, ist ja, wenn ich jetzt in Georgien einen Kredit aufnehme, es ist nicht mehr so einfach, den in Euro zu kriegen wie früher. Ich habe den noch in Euro übrigens. Ist jetzt letztendlich, ja, aber eben es gibt andere Grenzen und so. Man muss den Niger aufnehmen letztendlich und dann hat man auch schnell mal Zinsen von 15% und so. Und wenn wir jetzt bei einer Finanzierung aus dem Ausland, über eine Finanzierung aus dem Ausland, also aus Deutschland reden, um welche, ich sag mal durchschnittlich, es hängt natürlich auch von der Einzelfallbetrachtung ab, aber was kann man da bei einer mittleren oder guten Bonität überhaupt so momentan am Markt halt kriegen? Also realistisch sind ab 4,3%. Ja, okay. Ab 4,3% können wir über unseren Partner das darstellen, dass eine Finanzierung für den Erwerb einer georgischen Immobilie bereitgestellt wird. Das heißt, wenn ich jetzt einfach mal wie so man sagt ja immer diese klassische Milchmädchenrechnung und mal ins Blaue gerechnet, ich könnte jetzt sagen, ich nehme es mir für 4,3% auf, beleihe eine andere Immobilie in Deutschland, die jetzt halbwegs lastenfrei ist, gehe damit mit dem Fremdkapital ohne Eigenkapital in Georgien rein und laut Prospektversprechen kriege ich vielleicht 14%, sag mal, es sind vielleicht am Ende vielleicht 9, habe ich 5% plus gemacht, ohne irgendwelche eigenen Gelder einzusetzen. Ist das wirklich so, wie das funktionieren kann? Das sind natürlich eben deine eigenen Gelder, weil du natürlich eben auch für das Geld, was du jetzt zur Beleihung mit deiner Immobilie aufbringst, natürlich zahlst. Also es ist ja nach wie vor dein eigenes Geld, aber irgendwie grundsätzlich ist deine Rechnung richtig. Ja, ja klar, ich zahle, aber ich habe eine Arbitrage, wenn du sagst 4,3% kriege ich da, pessimistisch gerechnet kriege ich vielleicht 8 oder 9% da, dann habe ich eine Arbitrage von irgendwie 5%. Ja. Das heißt, ich mache ja jeden Monat Plus und habe noch nicht mal einen Pfennig Geld in die Hand genommen. So ist es, ja. Gefällt mir. Ja. Willst du eine Bestandsimmobilie kaufen oder lieber investieren bei Ambassadori? Ich würde sagen, schreibt mal in die Kommentare, wer mal eine lastenfreie Bestandsimmobilie für mich hat, die ich beleihen kann. Ja. Und dann würde ich zum Wolfram gehen. Ja, und mir das bei der Allianz Group investieren, also wir sind da nicht so. Na, mit der lastenfreien Bestandsimmobilie aus Deutschland gehe ich dann zur Allianz Group. Also wenn jemand was übrig hat für mich, schreibt es rein, ich melde mich dann bei demjenigen. Wir blenden die Kontonummer unten ein. Genau. Wer mit dem Wolfram mal enger in Kontakt treten will, der kann auch die Kontaktdaten hier unten finden. Und wer jetzt im Bereich Poti und Umgebung unterwegs sein will und da er in dem Bereich Einfamilienhäuser weniger Apartments und noch weniger Neubau sich interessiert, der kann auch einfach ein Beratungsgespräch buchen mit mir hier unten. Die Links sind alle drin. Und ich sag mal so, das letzte Wort hat immer der Gast. Auch heute. Buchen Sie erst ein Beratungsgespräch bei mir. Das letzte Wort hat heute nicht der Gast. Also Wolfram, vielen Dank.
für meinen Besuch. Ja, ja, ja. Muss den jetzt hier noch durchfüttern. Ja, muss er mich noch durchfüttern, noch irgendwie was kochen. Nichts ist umsonst. Nee, auch der Ton nicht. Aber da reden wir später drüber. Was kochen, generell, irgendwas massieren und so, ist alles noch drin, oder? Ja, Also typisches georgisches Catering. Ja. So. ja, also auf zur Supra. Die Band kann aufspielen. Ja, ciao.